Ich würde sagen, mein Fach ist auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig. Das bedeutet Vielfalt. Dann explizit mein Themenbereich sind natürlich Beweise und dann würde ich, auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, noch Rätsel hinzufügen, gerade in Bezug auf meinen Fachbereich, weil eben viel Unentdecktes noch da ist, aber so viel noch herausgefunden werden kann. Grundsätzlich sind wir eben für die Grundlagenforschung zuständig. Das bedeutet, es ist gar nicht quasi morgen oder in einem Jahr sichtbar, was wir tun, aber wir forschen an den Grundlagen und das, was ich vor allem mache, ist Kombinatorik auf Wörtern. Also wir schauen uns Sequenzen an und arbeiten mit diesen Sequenzen. Also sagen wir zum Beispiel, wenn irgendwo eine Sequenz übertragen wird und diese Übertragung fehlerhaft läuft, dann kommt nur ein Teil dieser Sequenz an. Und wir schauen uns an, okay, welche Informationen haben wir und was können wir tun, um herauszufinden, wie diese Sequenz, die fehlerhaft übertragen wurde, im Vollständigen ankommt. Das bedeutet, wir gucken, okay, welche Informationen haben wir, welche Informationen können wir quasi nachfragen, um wieder darauf zu kommen, wie es ursprünglich aussah. Während meines Bachelorstudiums hatte ich, gerade auch weil Frauen in der Informatik unterrepräsentiert sind, viele Frauen, Mitarbeiterinnen oder Kommilitoninnen, die mich sehr gut auf dem Weg begleitet haben und die auch dazu geführt haben, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Also wenn man quasi immer die einzige Frau, oder nicht die einzige, aber eine der wenigen Frauen im Hörsaal ist, dann ist es schon ja, sehr isolierend manchmal in gewisser Weise. Und das war einfach wichtig, dass ich da Leute kennengelernt habe, dass ich mein Thema gefunden habe auf jeden Fall und dass ich gefördert wurde von meiner Bachelorarbeit an. Ich habe sowohl meine Bachelorarbeit als auch meine Masterarbeit mit den gleichen Betreuenden geschrieben und das war sehr gut und hat mich sehr vorangebracht. Mir gefällt vor allem, dass ich so frei arbeiten kann. Also ich kann grundsätzlich sehr frei entscheiden, was ich forsche und woran ich forsche und eben selbst. Ich finde, Forschung ist so ein bisschen wie ein Puzzle, also ich kann jeden Tag eigentlich Rätsel lösen, das ist eben ein Großteil meiner Arbeit und zusätzlich habe ich auch noch Lehrverpflichtung als Doktorandin und das macht mir auch einfach sehr viel Spaß. Also ich mag sehr gerne die Freude an meinem Fach quasi überbringen, den Studierenden zeigen, wie spannend theoretische Informatik sein kann und ja, denen zeigen, was es alles so gibt, weil es eben ein sehr großes Themengebiet ist.